es war ein einzigartiges Konzert, weil er hat es gewusst, wir haben es gewusst, im Publikum, alle haben es gewusst, das ist das erste und einzige Mal, dass er das dirigiert. Und eigentlich war er im Grunde zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in der Lage, so wie es fürs Neujahrskonzert notwendig ist, 3 Konzerte hintereinander an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Lieber Herr Helsberg, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und mit uns über Karajan sprechen. Das, was mich immer besonders interessiert, ist, wie war denn Ihr erstes Zusammentreffen mit Karajan? Können Sie sich da erinnern? Das weiß ich, das sehe ich noch vor mir. Das war im Sommer 1975 bei den Salzburger Festspielen. Das allererste, das ich mit ihm gespielt habe, war eine Figaro-Probe. Ah ja. Er ist damals gekommen, damals war er 67, so alt wie ich jetzt. Ja. Und ist gekommen mit einem, über die Orchester, also über diese Brüstung, die vom Zuschauerraum zum Orchestergraben ist er mit einer Flanke drüber gesprungen. Das hat er immer, war sozusagen das Ritual. Ja. Es war allerdings dann schon so ziemlich der letzte Sommer, wo er das machen konnte, weil dann hat er diese Rückoperation gehabt und da war das dann nicht mehr denkbar. Aber so war das, so war diese Begrüßung, dieses Begrüßungsritual, das dürfte er in den früheren Jahrzehnten, also war das bei ihm Standard. Ja. Ich habe es, wie gesagt, einmal noch gesehen. Ja, schön. Und wie war das so, wie Sie zum ersten Mal bei den Probenarbeiten erlebt haben, wirklich als Musiker? Ich weiß ja nicht, ob Sie vorher schon einmal ihn beim Proben erlebt haben. Nein, ich habe ihn davor nur im Konzert einmal gesehen, aber nie bei einer Probe. Und halt ein paar Interviews von ihm gehört und so. Aber das war das allererste Mal und gut, das war, wie gesagt, im Figaro. Ja. Und das war eine Wiederaufnahme. Also da ist das sowieso schon, wie soll ich sagen, das ist unglaublich professionell auf einem unerhört hohen Standard schon in den Proben. Ja. Ist das abgelaufen und auch oben war alles, das war eine Inszenierung von Bonnell. Und es waren alle, die Protagonisten auch alles, war so aufeinander eingespielt. Ja. Für mich war es auch deswegen interessant, weil ich war damals noch Substitut und habe Figaro vorher noch nie gespielt gehabt. Hatte ich die Oper gut gekannt, aber nie gespielt. Und es war von Anfang, wie soll ich sagen, es war so eine, für mich damals, so eine Leichtigkeit in dem Ganzen. Nämlich eine Leichtigkeit und Eleganz. Ich meine jetzt nicht leicht im Sinne von oberflächlich, aber eine Selbstverständlichkeit des Musizierens. Man hat auch gespürt, sofort, also selbst damals, da habe ich noch, wie gesagt, eben erst ein paar Monate substituiert, man hat sofort gemerkt, auch das Vertrauen, das er dem Orchester entgegenbringt. Und das war schon faszinierend, weil man muss sich ja vorstellen, er war damals schon eine Ikone. Ja. Und dann ihn zu sehen und eben da Probe zu spielen mit ihm, das war schon einer der ganz großen Eindrücke, die ich gehabt habe. Und wahrscheinlich auch mit Nervosität verbunden, vor allem wenn es um ein Werk geht, das man vorher noch nicht gespielt hat, oder? Naja, es ist das, ich habe mir das natürlich angeschaut und das ist nicht, sag mal, da ist nichts drinnen, das technisch nicht, das eine vor technische Schwierigkeiten stellen würde. Nein, es war eine riesige Erwartungshaltung. Ja. Aber durch diese Atmosphäre, die er da verbreitet hat, natürlich, da waren Leute dabei, die hat er schon seit 20 Jahren oder manche sogar schon mehr, noch mehr damals natürlich. Da waren noch welche dabei, die seine ersten Konzerte
im Jahr 46 mit ihm gespielt haben. Nicht? Die waren damals noch aktiv. Ja. Klar. Und das hat man einfach mitgekriegt, dass diese Atmosphäre da ein sehr großes wechselseitiges Vertrauen ist und diese Selbstverständlichkeit höchster Qualität. Das meine ich ein bisschen mit dieser Leichtigkeit. Es war so selbstverständlich, dass es einfach sehr, sehr gut ist. Ja, und eben auch das Orchester einmal spielen lassen, das, glaube ich, hat ihn auch sehr ausgemacht. Ja. Und gerade auch bei der Oper dieses Aufeinanderhören. Hören, was der Sänger macht. Gut, das ist das, was wir Tag für Tag in der Oper praktizieren, das ist klar. Er konnte allerdings mit dem auch richtig umgehen, weil es ist selbstverständlich, wir leben eben davon zu einem großen Teil, künstlerisch meine ich, dass wir als Opernorchester reagieren, auch am Konzertpodium. Das heißt, immer dieses Aufeinanderhören, dass es dieses quasi kammermusikalische Musizieren, also dass man nicht jetzt sagt, ich liefere jetzt meine Stimme ab, sehr professionell, sehr perfekt und alles und das war's, sondern dass man ständig die Ohren auf allen Seiten und nach allen Richtungen offen hat, um zu hören, was tut sich sonst noch. Ja. Und er hat mit dem richtig umgehen können. Er hat uns immer wieder darauf hingewiesen, indem er an Stellen, wo es mit der Bühne ein bisschen heikel war, oder gar mal das einmal ein bisschen, wenn wir darf nicht vergessen, die Sänger müssen ja auch agieren. Ja. Wenn dann wenn es da zu Schwankungen oder was gekommen ist, er hat praktisch aufgehört zu dirigieren und nur auf den betreffenden Sänger, die betreffende Sängerin hingezeigt und dann hat natürlich schlagartig, hat man das erst dann bewusst gemacht, was man sowieso automatisch eben macht, dieses Zuhören, aber nochmal sich da zurücknehmen, das hat er, ich würde fast sagen, kultiviert. Ja. Hat man da auch dann das Gefühl gehabt, dass sich dadurch die Sänger besonders wertgeschätzt oder, wie soll man sagen, dass sie besonderes Vertrauen zur Karajan gehabt haben? Das hat es allgemein immer geheißen, dass alle Sänger sich immer von ihm getragen gefühlt haben. Und ich glaube auch zu Recht, weil er hat etwas gemacht, was natürlich die ganz großen Dirigenten auszeichnet, der Einzelpersönlichkeit. Und zwar egal jetzt, ob das auf der Bühne jemand ist oder im Orchester, ein Orchestersolo ist. Ja. Er hat die Einzelpersönlichkeit dazu gebracht, sich zu entfalten sozusagen. Ja. Und hat also angezeigt, dass er quasi folgt. Dass er erwartet, dass ihm da was künstlerisch angeboten wird und da folgt er. Und er war natürlich handwerklich, vom Kapellmeisterlichen her derartig gut, dass er natürlich gewusst hat, wo sind die kritischen Stellen, wo braucht ein Orchester, wo braucht ein Sängerensemble, wo braucht ein Chor, wo braucht das Gesamtensemble einen Dirigenten, also was sind die kritischen Stellen? Und da gab es natürlich nie einen Zweifel. Da hat er klarerweise geführt. Ja, und hat sich was verändert in der Art, wie er dirigiert hat? Weil, was ich jetzt auch schon öfter gehört habe, wie er dann ja sozusagen ganz eng mit dem Orchester zusammengearbeitet hat in den 80er Jahren, hat er eigentlich das nicht mehr praktiziert, dass er das Orchester nicht anschaut. Das war ja lange Zeit mehr oder weniger sein Markenzeichen und das hat er aber dann aufgegeben. Also ich habe ihn das war auch, stimmt, das war eines seiner Markenzeichen. Ja. Aber das war in den 60er Jahren und 50er, 60er, 70er Jahren. Aber in den frühen, ich habe ihn so nicht mehr erlebt. Ja. Also ja, phasenweise im Konzert ein bisschen, aber nicht so, dass er permanent die Augen geschlossen gehabt hätte. Ja. Also, und vor allem, er hat eines gemacht, wenn ein Orchestersolo war. Ja. Und das ist gut gelungen. Er hat nie vorher den Betreffenden irgendwie schon fixiert und so, sondern ganz im Gegenteil.
da irgendwie zugenickt und so. Und vor allem, wenn das gut vorübergegangen ist, dann hat er dem Betreffenden immer zugenickt oder also hingeschaut zu ihm und hat sich quasi bedankt mit Blickkontakt für das Solo. Und das ist was Besonderes. Ja. Mhm. Und wie haben Sie denn so die Zeit in Erinnerung? Sie haben ja dann auch recht viele mit ihm gemacht. Die Telemondialaufnahmen sind ja alle eigentlich mit den Wiener Philharmonikern entstanden oder sehr, sehr viele. Wie war denn da die Zusammenarbeit mit ihm? Weil er hat ja dann sozusagen ausweichen müssen. Er hat ja in Berlin nicht mehr dirigieren wollen und ist dann zu den Wienern gekommen. Wie haben Sie die Zeit in Erinnerung? Gut, es ist dieses, wie soll ich sagen, es nicht Zusammengehörigkeitsgefühl, es war was anderes. Man hat natürlich, war auch ein Aspekt klarerweise, dass er dort in Berlin eben solche Probleme gehabt hat, dass sich dieses Verhältnis auseinandergelebt hat. Und dass er da jetzt sich dadurch wesentlich stärker an uns wieder gebunden hat, das war sicher ein Aspekt. Aber trotz allem, ich bin überzeugt, also so wie ich es erlebt habe, von der Art des Musizierens, und ich kenne Aufnahmen derselben Werke, die wir gespielt haben, mit ihm aus früheren Phasen seines Lebens. Gut, jetzt muss man sagen, okay, jüngerer Dirigent macht es anders als derselbe dann, wenn er älter ist, das ist klar. Aber trotzdem, diese Art des Musizierens, so wie wir es da erlebt haben, das war, also ich kann es nicht anders formulieren, das war eine Heimkehr. Also er ist wieder dort zurückgekehrt, wo er eigentlich musikalisch immer hingehört hat. Ja, und ich glaube auch, dass er sich gerade beim Neujahrskonzert, dass er das noch machen hat dürfen. Ja. Ich meine, es war ihm nicht klar, wie lange es noch gehen wird, aber es war schon klar, dass er sehr alt und gebrechlich ist. Hat man da auch das Gefühl gehabt, das war so richtig sein Herzenswunsch, das einmal machen zu können? Und ich glaube, er hat auch gewusst, es wird das einzige Mal bleiben. Es war ein einzigartiges Konzert, weil er hat es gewusst, wir haben es gewusst, im Publikum, alle haben es gewusst, das ist das erste und einzige Mal, dass er das dirigiert. Und eigentlich war er im Grunde zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in der Lage, so wie es fürs Neujahrskonzert notwendig ist, 3 Konzerte hintereinander an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Noch dazu, gut, der 30. Vormittag, okay, das nächste ist dann am 31. Abend, aber dann, das ist eben der Abend und dann am nächsten Vormittag, am 1. ist dann schon das Neujahrskonzert. Das ist auch für jemanden, der jung ist oder erheblich jünger ist und gesund ist das schon eine Belastung. Ja. Für ihn war das sicher eine ganz enorme Belastung, aber ich weiß nicht, was hinter den Kulissen vorgegangen ist, aber so bei den Proben und bei den 3 Aufführungen dann, man hat nie das Gefühl gehabt, er könnte jetzt einmal eine Schwäche haben oder so, sondern man hat ihm das angemerkt von der ersten Probe an, dass er das auch als eine Art einzigartigen Höhepunkt in seiner Karriere betrachtet. Und hat man auch das Gefühl gehabt, dass er musikalisch zu Hause ist? Ja. Absolut. Das war also so etwas, eine Einleitung beispielsweise von den Sphärenklingen oder den Übergang von der Einleitung in das erste Thema, den ersten Walzer, des Delirium-Walzers. Das weiß ich heute noch, wie das war. Und das war von einer Selbstverständlichkeit des Musizierens und auch da so dieses Wechselspiel, nicht? Dass er zwar eine klare Vorstellung von dem Ganzen hatte, aber uns die nicht aufoktroyiert hat, sondern erwartet hat, dass wir uns da jetzt gemeinsam treffen. Ja. Das war so. Das war also deswegen zum Beispiel eben dieser Anfang, gerade der Sphärenklänge. Ich kenne Dirigenten, die gesagt haben, sie also im Neujahrskonzert alles, aber nicht die Sphärenklänge, weil die war bei Karajan unerreicht. Na wirklich. Es hat auch schon so ausgestrahlt, dass man gesagt hat, okay, besser kann man es vielleicht gar nicht machen. Ja, es war auch diese Einzigartigkeit dieser Situation. Ja.
Und Sie haben ja dann noch was Besonderes erlebt, nämlich das Konzert im Februar in der Carnegie Hall mit der Bruckner 8, das ja eigentlich, muss man sagen, wirklich sehr legendär geworden ist. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, es waren 3 Konzerte. Nicht? Ja. Ein Programm war Unvollendete und dann zweiter Teil war Strauß-Dynastie. Ja. Dieses haben wir zweimal gespielt und in der Mitte war ein Konzert mit Achte Bruckner. Ja. Das Ganze war natürlich auch ein wirklicher, wie soll ich sagen, Meilenstein. Ja. Das war schon ein ganz besonderes Ereignis, auch in unserer Geschichte, weil erstens mal war das nach 30 Jahren wieder das erste Mal, dass unser Orchester mit ihm in New York aufgetreten ist. Und zu diesem Zeitpunkt war längst, also zwischen uns, es war ein derartiges, eben wirklich beglückendes Musizieren und auch ein menschliches, wechselseitiges Verständnis da. Ja. Und das Carnegie Hall ist immer eine Herausforderung, natürlich eine besondere. Ja. Und da war natürlich noch die ganz spezielle Situation gegeben, dass im Vorfeld, es war ja dann gegen Ende seines Lebens, sind ja immer mehr und mehr Stimmen laut geworden, die sich da mit seiner Vergangenheit während der NS-Zeit beschäftigt haben und so. Und sein zweimaliger Beitritt zur NSDAP, das ist immer mehr thematisiert worden. Das ist in den USA besonders. Und das war natürlich dann dort schon ein Thema. Und ich weiß noch ganz genau, dass er bei der letzten Probe gesagt hat, weil es gab, muss man dazu sagen, es gab in Zeitungen, es gab also Aufrufe, ja, man soll da demonstrieren oder man soll nicht hingehen, man soll die Konzerte boykottieren. Und also wenn man schon gekauft hat, die Karten, dann soll man nicht hingehen und so. Und er hat nur mal so mit einem Satz, er hat nur so irgendwie gesagt, wir konzentrieren uns auf die Musik. Ja. Er hat sonst gar nichts gesagt, aber es war klar, jeder wusste, was gemeint ist. Ja. Und wie er dann, war natürlich eine unerhörte Spannung im Orchester und im Haus, das ist ja ganz klar. Ja. Und er konnte ja damals keinen Schritt mehr frei gehen. Ja. Und mein Vorgänger als Vorstand, Werner Resl, hat er bei all den letzten Konzerten dann schon machen müssen, hat ihn praktisch zum Podium, zum Dirigentenpult geführt. Ja. Wie er da aufgetreten ist, es ist das ganze Haus ist aufgestanden, Standing Ovations zu Beginn. Also man kann sagen, es war eine Demonstration, absolut. Aber für ihn. Natürlich, ja. Es war wirklich ein unglaubliches Ereignis und Erlebnis. Ja. Also Sie würden sagen, das ist das, was Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Oder gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das war ein Konzert, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen? Vielleicht auch so mehr noch aus musikalischer Sicht, wo Sie sagen, so gut habe ich es eigentlich nicht mehr gehört danach. Also aus musikalischer Sicht war für mich Bohème in der Staatsoper. Das war ein Werk, er war so von Anfang bis zum Ende, war das aber sowas von Inspiration und vielleicht auch, es wird sicher auch viel dazu beigetragen haben, nämlich von ihm aus. Das ist mir damals natürlich nicht bewusst gewesen. Ja, das reflektiert man dann später. 25 Jahre alt, aber das war ja, diese Oper war ja der größte Skandal seiner ganzen Direktionsära an der Staatsoper. Weil im Jahr 1963, da war Premiere für 1. November und dann gab es diesen Streit wegen des Souffleurs. Genau, ja. Und dann wurde die Premiere abgesagt. Und dann hat es dann 2 Tage später stattgefunden. Das war dann 14 Jahre nachher. Ja. Also, dass er da wieder gekommen ist an die Staatsoper im Jahr 77 eben, diese Karajan Stagione, wo er Bohème, Figaro und Troubadour dirigiert hat, je 3 Vorstellungen. Ja. Und bei dieser Bohème, das war ja auch diese jetzt längst zu einem Denkmal gewordene Zeffirelli-Inszenierung. Ja. Es hat wieder
Mirella Freni gesungen, die damals die 28-jährige Mirella Freni, die damals zum ersten Mal an der Staatsoper debütiert hat. Ja. Es war auch Zeffirellis erste Inszenierung an der Staatsoper. Und bei der Bohème, ich meine, die ist jetzt 56 Jahre, sind seither vergangen, seit der Premiere. Ja. Und noch immer kommt es manchmal vor, dass im zweiten Akt, wenn der Vorhang aufgeht und das Café Mommy da zu sehen ist, dass das Publikum applaudiert. Noch immer. Also, und alles das zusammen, jetzt, wenn man dann zurückkehrt, so wie es bei ihm der Fall war, auch eine Heimkehr natürlich an das Haus, das ihm sicherlich gemeinsam mit Salzburg am meisten bedeutet hat, nicht? Die Wiener Staatsoper. Nach so einer langen Pause. Nach so einer langen Pause und dann mit einem Werk, das so eine zentrale Rolle in seiner Direktionsära gespielt hat. Nicht? Das war sicher eine ganz bewusste Entscheidung. Natürlich. Ja. Und es war aber musikalisch, es war so überragend. Ja, also, weil die Bohème ist ja, gut, wenn man es mal kennt, ist das Stück nicht so schwer, aber die Freiheiten auf der Bühne und auch teilweise im Orchester und so, das ist schon sehr, sehr heikles Werk. Und da war überhaupt nichts zu bemerken, nicht? Das ist gelaufen wie auf Schienen. Ja. Was auch noch, also für mich auch unvergesslich, das war der Don Carlo, sowohl in Salzburg als auch dann, es war dann auch noch in Wien, waren auch noch, glaube ich, 3 Vorstellungen und dann auch noch in Wien dirigiert. Aber Don Carlo in 75 in Salzburg, das war mit Domingo, Christa Ludwig, Freni, Giaurov, Cappuccilli. Und ich weiß noch, dass wir hatten dann nach der Premiere Probe, ein paar Tage später Probe für Konzert mit Karajan. Ja. Und er ist gekommen und wir haben applaudiert und er hat sich bedankt für die Aufführung und er hat dann gesagt, ich habe die schönsten Stimmen der Welt gehört. Ja. Und das stimmt. Es war, aber auch von den Persönlichkeiten her, das war wirklich überragend. Und das Ganze musikalisch aus so einem Guss. Also vom ersten, das war die italienische Fassung, und vom ersten Horneinsatz bis dann zum Schluss, wo dann der Mönch wieder auftritt, ja. Der Geheimnisvolle, ja. War das, wie soll ich sagen, es war ein Gesamtkunstwerk in der idealen Form, nämlich, dass das Zusammenwirken so selbstverständlich ist und so ideal ist, ja. Dass man das Empfinden hat, es ist alles, wie soll ich sagen, ist es alles gleichzeitig verlaufen. Ja, also es bleibt sozusagen die Zeit da jetzt stillstehen. Für ja. Und man kann es nicht sagen, sind es jetzt 3,5 Stunden gewesen oder war es nur ein Augenblick. Ja? Es war das Gefühl der Vollkommenheit. Und das hat diese Produktion hat das vermittelt.